Während Rita noch die Minifiguren sortiert, dürfen wir euch schon mal begrüßen zum Review des 2022er, dass ich es herausbringe. City-Bahnhof mit der Setnummer 60335, 80 Euro, relativ heftig, sagen wir gleich was dazu, mit 907 Teilen. Und Rita, bevor du mit den Minifiguren startest, ich weiß oder wir wissen, dass viele von euch von diesem Bahnhof wahrscheinlich herbe enttäuscht wurden. Wir sind nur irgendwie dazu hingeritten worden, den zu kaufen, weil wir große Zugfans sind. Rita traut sich nicht sagen, aber es geht ihr nicht anders. Und es ist so selten, dass Lego einen Bahnhof rausbringt, dass wir gesagt haben, den holen wir uns. Es gab den letzten Bahnhof ja am Schluss des Zugzykluses 2018 gar nicht mehr. Jetzt 2022 kommen sie wieder mit einem neuen Bahnhof um die Kurve. Wir haben Figuren dabei, wir haben ein Bahnhofs- oder Bahnsteigsgebäude dabei, 2-Wege-Fahrzeuge mit Toilettenanhänger, einen ganz coolen Bahnübergang und einen Bus. Und ich kann euch trotzdem sagen, ihr wisst, unser Neffe oder mein Neffe schwirrt immer ein bisschen herum in der Nähe von uns, weil wir ja doch sehr viel Lego und so weiter haben. Und er hat dieses 2-Wege-Fahrzeug gesehen und war so begeistert, dass es Autos gibt, die auf der Schiene fahren. Und da habe ich dann wieder gedacht, irgendwie machen sie ja wirklich was richtig. Also er war so begeistert. Ich meine, er liebt Züge auch, aber das hat ihm mega gut gefallen. Aber kommen wir mal zu was anderem. Ja, Rita, ich helfe dir, dass du da nicht den halben Bahnhof abreißt. Das wäre nichts. Es sind einige Figuren dabei, was mir sehr, sehr gut gefällt. Wir haben hier 6 Figuren, wobei mich 2 sehr an den Supermarkt erinnern, nämlich einerseits dieser Herr hier mit der Warnweste. Da hatten wir ja auch eine Staplerfahrerin, die gleiche Weste, glaube ich, anhatte. Und dann noch diesen Herrn hier mit dieser Schürze. Da war die Schürze im Supermarkt etwas anders, aber sie erinnert mich doch etwas an den Supermarktverkäufer, genau. Auf jeden Fall hinten ist sie anders, soweit ich mich erinnere. Genau, sonst sehr, sehr süße Figuren, auch einige mit Wendegesicht. Die Frisuren an sich, glaube ich, ist nichts Neues dabei. Der Helm ist in der neuen Farbe, in diesem super stylischen Gelb, diesem Warnwestengelb. Ob es einem gefällt oder nicht, ist hier wieder so eine Sache. Aber gut. Sie leuchtet auf jeden Fall und wie gesagt, ein paar von den Figuren haben auch Wendegesichter. Momentchen, ich mache mal schnell die Köpfe ab. Ui, und da vertschüsst sich auch schon das Kind hier. Und ich muss sagen, die Gesichter sind sehr, sehr cool. Speziell die Frau mit der Brille gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also das ist schon was, das ist top. Ich glaube, das Kind kennen wir. Auf jeden Fall, glaube ich, gibt's den auch in dem Minifigurenladen im Legoland. Und was natürlich auch ganz cool ist, weil wieder mal was anderes. Ich bin mir zwar nicht sicher, ich glaube, das hatten wir schon mal bei einem anderen Set, irgendwann jetzt mal bei den neueren Sets, das ist eigentlich Zugmitarbeiter, hat ein Hörgerät hier auf der Seite. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das haben sie jetzt ja sehr oft. Genau. Beinprothese, blind, so ein Hörimplantat. Finde ich ganz nett. Genau. Sehr schöne Figuren, 6 Stück. Sehr schöne Figuren, sehr viele Figuren und auch super Torsos und Gesichter. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden, weil neue dabei sind. Ja. Sehr gut. Dann machen wir mal weiter mit dem Highlight von Ritas und auch meinem Neffen, der übrigens jetzt gerade 6 Jahre alt geworden ist, genau die Zielgruppe ist, und meinem absoluten Lowlight dieses Sets. Es ist dieses 2-Wege-Fahrzeug. Schauen wir zuerst ohne Anhänger. Relativ simpler Aufbau, hier in Orange gehalten, 6 Studs breit. Also das ist wirklich eigentlich nichts Besonderes. Hinten mit Ladefläche, wo 2x2 Jumperplates drauf sind, dass man hier zum Beispiel diesen Mülleimer draufstellen kann. Und wie gesagt, das 2-Wege-Fahrzeug hat hier so eine auf- und abklappbare Mechanik, dass man hier auch auf den Schienen fahren kann. Was mir hier überhaupt nicht gefällt, ist irgendwie dieser Kran hier. Der sieht zwar, wenn er ausgefahren ist, ganz nett aus, aber wenn er unten ist, ich meine,
Der alte 9 Volt, der war überhaupt cool, Zwei-Wege-Fahrzeug, hatte erstens mal hinten auch noch eine gute Kupplung, damit man ihn auch an einen Zug anhängen kann. Das finde ich total cool. Ich weiß zwar nicht, ob das besonders realistisch ist, aber das konnte man. Und hier war das irgendwie ein bisschen schöner gelöst, weil das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das hängt irgendwie so rum, da ist irgendwie nichts Besonderes, was, ich weiß nicht, das sieht irgendwie ein bisschen unfertig aus, habe ich das Gefühl. Und dann haben wir mit dabei, sagenumwoben, ein Toilettenfahrzeug. Ich verstehe zwar, Kinder finden Toiletten und Klos und alles total lustig und witzig. Das hier ist, finde ich ganz persönlich, eher ein wenig, ja, komisch gemacht. Das sieht ein bisschen danach aus, als wäre das selbst gebaut. Das können Kinder teilweise besser. Das Dach ist cool, das schauen wir uns noch an. Und auch dieser Anhängemechanismus, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist sehr wabbelig. Und auch wenn man damit, ich bringe es jetzt gar nicht zusammen, auch wenn man fährt, ist das irgendwie nicht besonders elegant. Also da hätten sie schon eine bessere Anhängevorrichtung finden können. Also das sind 2 solche Teile, die hier verbaut sind. Ich dachte mir, dass die innen hohl sind, aber nein, kompletter Stein. Auch interessant. Ja, habe ich noch nicht schau gesehen. mal rein. Drinnen ist natürlich auch was los. Wir haben drinnen wieder so ein klassisches Dixie-Klo. Hier ist auch schon was passiert mit Klorolle, wo die diese Kerze und so, also das sieht eigentlich ganz nett aus, da kann man wirklich nichts sagen, aber Rita mag ja Klos sowieso nicht, deswegen wird sie das hier auch nicht mögen. Da ist Schokoeis. Und ja, also es fährt, man kann damit auf dieser Schiene hin und her fahren, aber ich finde, da hätte viel besser gepasst, wenn da noch so wie ein Werkzeugwagen oder irgendwas hinten drauf oder eine kleine Draisine, das wäre viel cooler gewesen als dieses Klo, weil das passt ja irgendwie überhaupt nicht zu dem Set. Der Bahnhof hat zwar kein Klo, aber das passt irgendwie auch nicht hier dazu. Das ist irgendwie sehr sparsam und stiefmütterlich umgesetzt, aber gut, was soll's. Das Zwei-Wege-Fahrzeug, unser Neffe liebt es. Dann? Mein persönliches Highlight ist bei diesem Set dieser Bus hier. Es ist ein Stadtbus. Es gab ja schon mehrere, einmal in Gelb, einmal in Weiß und Grün. Hier haben wir jetzt einen in Blau und den finde ich sehr, sehr stylisch. Hat diese Doppeltür mit 3 Breite. Sieht auch eigentlich von außen, von allen Seiten her sehr cool aus. Bei mir natürlich Nostalgie pur. Ich bin immer mit Linie 43 in die Schule gefahren. Das ist auch Linie 43. Sehr schöne Fensterfront. Also der sieht sehr sportlich aus. Das Einzige, was mir hier nicht gefällt, ist hier dieser Kotflügel hier sehr vorne bei der Tür. Da hätte man vielleicht noch was machen können, weil hier so ein Loch ist. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Dach kann man abnehmen. Auch von hinten sieht er cool aus. Er hat übrigens ein Fahrrad hinten drauf. Werbeeinschaltung für unseren Gemüsemarkt, den wir auch sehr cool finden. Da haben wir jetzt übrigens schon diverse Updates und Erweiterungen dazu gesehen. Zum Beispiel bei Brixenville, der hat das total cool gemacht mit ersten Stock dazu und so weiter. Man kann ihn auch aufmachen und innen sieht er eigentlich auch ganz gut aus. Mehrere Sitze und was mir ganz gut gefällt, ist, dass sogar innen, weiß nicht, gerade wo es interessant ist, geht uns natürlich wieder der Saft aus. Akku-Problem lässt grüßen. Ich war gerade irgendwo beim Erzählen vom Innenleben dieses Busses und wir haben zum Beispiel hier auch innen, damit die Leute wissen, wo sie hinfahren, ins Town Center eine ganz coole Anzeige. Also dieser Bus ist wirklich, wirklich nett geworden und der wird einen schönen Platz bei uns in der Stadt finden. Und es sind auch einige Plätze drinnen, im Gegensatz, was ja die große Diskussion war mit dem Schulbus, was ja ein bisschen ein Chaos war. Oh ja. Zwar cool aussieht, aber irgendwie halt ja nicht so super innen. Hatte der nicht nur Platz für einen Schüler? Also das war wirklich ein bisschen komisch. Ja, also hinten auch, wie gesagt, mit diesem Fahrradständer, das finden wir total cool, das passt total. Es ist auch sogar ein Helm noch dabei, ein Fahrradhelm für einen dieser Minifiguren, dass sich die einen Helm aufsetzen können. Der Bus. Perfekt. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Bahnhof an sich, oder? Also wir haben als erstes noch, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich glaube schon, 4 gerade Gleise dabei, das ist schon mal gut. Und wir haben auch 2 dieser Aufgleishilfen oder wie auch immer die nennt dabei. Die kamen bis jetzt nur beim Hidden Side Zug vor und da einmal. Jetzt haben wir hier 2. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil es soll ja Leute geben, die bringen Sets raus, wo nur eine Weiche zum Beispiel dabei ist, wie bei den Güterzügen. Und da kann man dann, wenn man mit diesem Zwei-Wege-Fahrzeug unterwegs ist, auch auf die Gleise rauf und runter fahren. Und das funktioniert eigentlich wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und dann haben wir noch den Bahnhof und die Kreuzung. Ich weiß nicht, mit was du beginnen möchtest, Rita. Ich hätte gesagt, noch schnell den Bahnübergang. Danke übrigens für eure Kommentare. Ich habe ja mal nachgefragt, ob das überhaupt in echt auch gibt, dass da nur halbe
Schranken sind und ihr habt mir gesagt, das gibt's. Ich glaube, bei mir in der Nähe oder bei uns in der Nähe sind eigentlich immer nur ganze, deswegen wusste ich das nicht. Aber was ich da cool finde, ist auch, dass hier sogar die Haltelinie ist. Also eigentlich die Haltelinie sollte ein bisschen weiter vorne sein, aber was weiß ich, dann steht man eigentlich schon im Schranken drinnen, aber halt so... Ich glaube, es sollte die Haltelinie sein. Ja, genau. Also es sieht eigentlich besser aus, als ich mir das gedacht habe. Als ich das auf den Bildern gesehen habe, habe ich mir gedacht, dass wir auf jeden Fall die Schranken noch fertig auch über die Gegenfahrbahn bauen. Aber ich bin am Überlegen, ob wir das nicht so lassen, weil das irgendwie auch ein bisschen anders ausschaut. Neue Straßenplatte mit dabei. Hier sehr interessant, wieder die 2x4 Fliesen mit in der Mitte dem Druck. Das ist jetzt nicht immer so der Fall gewesen. Nein. Und was ich auch ganz interessant finde, ist eigentlich in der Mitte diese Überfahrt. Das sieht mit diesen runden Fliesen ganz cool aus. Und es sieht, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, sieht auch eigentlich unter Anführungszeichen ganz elegant aus, wenn der Bus hier drüber fährt. Also es funktioniert einwandfrei. Das stimmt, das geht Reifen bleiben nicht hängen, passt alles ganz gut und funktioniert. Und das soll es ja so sein. Dann haben wir noch das, worum es in dem Set eigentlich geht oder warum er Bahnhof heißt. Es ist der Bahnhof, wobei ich glaube, dass Lego selbst schon draufgekommen ist, dass das nicht der Hauptbahnhof ist. Denn schaut mal, wo der nächste Zug hinfährt. Da musst du ihn ein bisschen schräg halten. Hier ist ein kleines Schild, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, hoppala. Und da steht, in 2 Minuten kommt der Zug, der ins Stadtzentrum fährt. Das heißt, ich glaube, Lego hat eingesehen, dass das hier nur ein kleiner Provinzbahnsteig ist. Vielleicht von einer S-Bahn oder so weiter. Nur, dass ihr wisst, das, was mich gerade irritiert hat, war das hier. Das war nämlich zuerst so hinaufgeklappt und das kann man auch hinunterklappen. Dass man da raufgehen kann. Richtig. Hat mich das geschreckt. Ich glaube, wir brauchen hier keine Vergleiche ziehen zu älteren Bahnhöfen aus der legendären 9-Volt-Ära. Auch sogar Bahnhöfe aus den frühen 2000ern sehen ein bisschen größer aus. Wir haben teilweise Übergänge, wir haben teilweise diverse Anbauten. Das ist eher ein wenig sparsam. Ich finde den Bahnhof, wenn man ihn als solches bezeichnen kann, ein wenig zu spartanisch. Mir gefallen zwar die Farbkombinationen hier mit, ich glaube, das ist Teal und mit diesem Nougat, auch Limegrün, das passt ganz gut rein. Er sieht auch sehr modern aus, aber auf der anderen Seite auch ein wenig, gibt ein wenig her, wenn man das so sagen darf. Dach finde ich ganz cool mit den Fenstern, auch diverse andere kleine Details, wie zum Beispiel hier dieses Kunstwerk an der Wand. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das sieht toll aus. Auch sicher der Geldautomat. Vom Hotel, nebenbei dieser Art Shop hat das sicher gemacht. Kann sein, ja, genau. Ich weiß nicht, Rita, was du dazu sagst. Ich zeige euch mal, was mir noch gefällt. Einerseits eben hier diese Sticker hier wieder mit dem Verkehrsnetz, das finde ich immer ganz süß. Und dieser Sticker, dass eine Katze vermisst ist, auch das ein süßes Detail. Wurde hier nicht eine Katze gefunden? Ich will nicht, nicht auspestern, aber ich glaube, hier wurde eine Katze gefunden und man soll sich bitte melden, wenn man der Besitzer ist. Ach so, oder sie war vermisst und wurde jetzt gefunden und alle sind jetzt beruhigt. Das kann auch sein, ja. Das kann auch sein, weil die alle so super mitgearbeitet haben in der Stadt. Was auch noch cool ist, sorry, dass ich das immer so hin und her drehe, aber vielleicht seht ihr dann irgendwelche Details, die euch gefallen. Also erstmal, mir gefällt auch dieses Kunstwerk hier, dann habt ihr einen Bankautomaten wahrscheinlich, oder soll das ein Ticketautomat sein, ich bin mir nicht sicher. Dann das kleine Vögelchen hier, auch das ist sehr süß. Der Baum, wenn auch sehr spartanisch, mit wenig Teilen, finde ich aber trotzdem gar nicht so schlecht gemacht. Und was natürlich essentiell ist und ganz, ganz, ganz wichtig, speziell auch auf Bahnhöfen, ist, dass es hier einen Kaffeeautomaten gibt und Croissants, die verkauft werden und natürlich auch die Tickets. Also alleine wegen dieser Espresso-Maschine bin ich schon dabei. Ja. Genau. Wenn ich hier einen Einwand geben darf, bei älteren Bahnhöfen, wir haben hier dabei ein Croissant, eine Kaffeetasse und ein Ticket. Bei älteren Bahnhöfen war da meistens noch oben im ersten Stock ein ganzes Pizzarestaurant mit dabei. Ja. Wir hatten da jede Menge Zeug zu futtern, auch zu trinken, verschiedene Koffer, alles Mögliche. Also das ist hier schon etwas mager. Mir gefällt die Rampe hier und was ich auch ganz nett finde, und da bin ich eigentlich auf der anderen Seite auch immer traurig, Rita, dreh das Set mal, dass wir es von unten sehen.
Das Set ist unten von der Untergrundkonstruktion mehr als stabil. Wir würden, wenn wir das mocken würden, niemals so viele große Platten und Steine und was weiß ich in den besten Farben, die Lego zu bieten hat, verbauen. Also das Set ist, ich glaube, das überlebt das nächste Wild City Erdbeben mit links. Ohne Problem. Auch Stärke 9,9, weil unten sehr viele Steine und sehr viele große Steine verwendet wurden. Oben leider etwas, ja, wenig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nur 6 Stats breit in den meisten Fällen und hier ist ein bisschen zu wenig, auch oben. Wir haben noch nicht diesen Führerstand hier angesprochen, den kann man übrigens auch abnehmen. Der sieht zwar ganz nett aus, also mir gefallen die Fensterfronten, ich mag die Farbkombination, auch das Dach hier, cooles Schild, aber hier drinnen, wir haben hier zwar eine neue Fliese, ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, wahrscheinlich nicht, ich gebe sie raus, für diesen Stellwerk-Mitarbeiter. Die sieht eigentlich ganz cool aus, aber hier sollte irgendwie meines Erachtens noch viel, viel mehr drauf sein. Wir haben hier keine Stiege, keine Leiter. Es sind nette Details dabei, aber es gehört da noch mehr. Wir wollen da jetzt natürlich, oder wir müssen uns eingestehen, dass das ein Bahnhof für Kinder ist und wir wissen, dass da jetzt wahrscheinlich nicht der Bahnhof von, keine Ahnung, Brickworld rauskommt, wenn Lego einen City-Bahnhof macht, aber das ist schon auch im Vergleich zu den vorigen Bahnhöfen, ich weiß, das Wort Bahnhof ist hier sehr dehnbar, ein wenig zu wenig für meinen Geschmack. Also mir gefällt der alte Bahnhof mit dem Dach, mit diesem Vordach, was ja auch eigentlich keinen Sinn hatte, aber das gefällt mir ein bisschen besser, der war etwas schmucker als der hier und wo wir auch ein wenig reden müssen, ist natürlich der Preis. Ich meine, das Set hat 80 € Listenpreis. Ich finde den Bus cool. 2-Wege-Fahrzeug, ja. Also ich hätte gerne gehabt, dass das hier ein, weiß ich nicht, 20 oder von mir aus, wenn noch ein wenig was dabei ist, 30 € Set ist. Das wäre sicher gut gegangen, glaube ich. Das hier bräuchten wir auch nicht unbedingt oder ich nicht unbedingt. Aber na gut, wir wussten und schreibt uns bitte nicht in die Kommentare, wie blöd wir sind, dass wir uns das Set gekauft haben, obwohl wir schon wissen, dass es nicht unsere Erwartungen und Wünsche vollends erfüllen wird. Wir waren einfach neugierig drauf. Wir haben es, wie gesagt, im Legoland gekauft mit einem Gutschein. Würden wir euch auch empfehlen. Kauft es nicht um 80 €. Es ist übrigens momentan, jedenfalls zum Zeitpunkt, als wir das Video aufnehmen, im Lego Store, jedenfalls im österreichischen Online-Store ausverkauft. Ganz interessant, sind so viele Bahnhofsfans unterwegs. Wir wissen, dass andere Hersteller viel bessere Bahnhöfe rausbringen. Auch dass Lego in der Vergangenheit schönere Bahnhöfe gemacht hat, aber wir waren trotzdem neugierig und wollten uns das jetzt ansehen. Es ist halt mal was anderes. Also ich wäre jetzt nicht ganz so kritisch. Ich denke mir, es ist halt mal was anderes und es ist, wenn wir, keine Ahnung, wie viele von diesen gelben und roten Bahnhöfen, ihr wisst, ich bin jetzt nicht so die Insiderin, was Züge betrifft, aber von meiner Sicht aus denke ich mir, dann ist es halt eben nicht der 100. gelbe Bahnhof, sondern einfach mal was anderes und der ist halt moderner. Und ja, es ist, ich meine, die anderen waren jetzt auch nicht so bahnhöfig, wie man sich einen Bahnhof vorstellt. Leider nein. Wir wohnen halt auch wirklich bei einem Hauptbahnhof. Ich meine, ich will ja nichts sagen. Das ist halt das Problem vielleicht. Wenn man irgendwo am Land wohnt, wo der Bahnhof nur kleiner ist. Ja, also nochmal aus der Sicht eines erwachsenen Zugfans, Lego-Zugfans, ist das wahrscheinlich wenig zufriedenstellend. Aber wie wir schon bemerkt haben, unser 6-jähriger Neffe, der fliegt auf das Set und vor allen Dingen auch auf die Autos und auf dieses Klo. Der findet das total lustig und will damit spielen und alles Mögliche. Also Lego man kann sagen, was man will, die wissen da irgendwie schon, was sie tun. Wird dieser Bahnhof der neue Hauptbahnhof von Wild City, auf den ihr ja alle wartet? Nein, das wird er auf jeden Fall nicht. Bahnhof. Aber wir werden ihn irgendwo im Layout hinstellen, irgendwo hinten, vielleicht beim Vergnügungspark oder dergleichen, damit die Leute dort auch ein- und aussteigen können. Und ich glaube, da wird er nett aussehen. Das sieht sicher nett aus, wenn die Züge vorbeifahren. Natürlich ist er viel zu kurz. Man kann nur einen Waggon oder vielleicht 1,5 B- und entladen. Aber es sind nette Sachen dabei. Und ich muss auch sagen, wenn ich etwas kritischer bin und nicht ganz zufrieden bin oder etwas mehr gewollt hätte, wobei das ist öfter natürlich, dass wir da nicht ganz überzeugt werden von Lego in letzter Zeit, dann muss man ganz ehrlich sagen, es ist ein schönes Set, ein okayes Set, ein gutes Set, welches jetzt natürlich nicht überragend ist, schon gar nicht um 80 €. Und man kann es ja auch erweitern. Richtig, ja. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Schreibt uns gerne, was ihr von diesem Set haltet, ob ihr es euch gekauft habt, ob ihr auf Rabatte wartet, was ihr damit vorhabt.
Könnt natürlich auch schreiben, dass ihr ihn schlecht findet. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ihn zu beschreiben. Und dann sehen wir uns. Aber bitte auch mit Begründung. Da möchte ich schon genau wissen, warum. Ganz richtig, ja. Also das war unser Review zum neuen 2022er City-Bahnhof. Der Passagierzug folgt noch. Dann haben wir alles, was Lego an Zügematerial rausbringt, auch gereviewt. Und ihr werdet bestimmt demnächst, wenn ihr wollt, mal Zeuge davon, wenn wir dieses Set hier gemeinsam mit den Autos und den Figuren in unser mittlerweile ja fast 100 Quadratmeter großes Lego-Layout einbauen. Und vielleicht sieht es dann auch ganz anders aus, wenn dieses Gebäude hier in einer Stadt platziert ist. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, das wird super. Ihr müsst nur abwarten. In dem Sinne, fahrt auch ihr mal mit einem Zwei-Wege-Fahrzeug oder vielleicht einfacher wahrscheinlich mit einem Bus. Ganz richtig. Und wir sehen uns. Bis demnächst. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.